Hi, willkommen zu deiner Lesung. Ich bin der Marc und wir schauen mal, was du so hören musst. Was möchte dir das Universum sagen? Brauchst du einen Impuls? Was ist da los? Oh, 5 der Münzen. Ja, hier könntest du in gewisser Hinsicht im Regen stehen gelassen werden. Warum die 5 der Münzen? Wegen den 10 der Münzen? Hier könnte jemand glauben, vielleicht, dass du mehr mit dem Ding machst, als du eigentlich machst. Und deswegen könnte er dich im Regen stehen lassen. Und ja, hier könnte jemand vielleicht den Eindruck von dir haben, dass du ein größeres Fundament hast, als du eigentlich hast, in einer gewissen Hinsicht. Und deshalb verlässt du dich hier auf die Menschen, denen du auch wirklich vertrauen kannst. Ja, die Menschen, die dich wirklich kennen. Ja, die Menschen, die wirklich wissen, wie es bei dir aussieht, sozusagen. Ja. Hier scheinst du das von vornherein zu identifizieren, ja, dass du mit dem einen oder anderen Menschen zu tun hast, der hier quasi die eigene Armut auf dich projiziert in einer gewissen Hinsicht, ja, und dir einen gewissen Reichtum unterstellt. Ja. Und deswegen gehst du hier automatisch zu den Menschen, wo du auch einfach weißt, woran du bist, ja, wie es aussieht. König der Schwerter. Ja, hier wird dir auch ein klarer Ratschlag gegeben in einer gewissen Hinsicht. Hier sagt dir jemand absolut die Wahrheit. Ja, hier weiß jemand absolut, wie es um das Ding bestellt ist. Hier weiß hier weiß jemand absolut, was du sagst und kann das auch nachvollziehen und kann dir hier aber auch einen sehr, sehr guten, klaren Ratschlag geben, dementsprechend gegenüber. Ja. Ich habe hier eher das Gefühl, du triffst hier auf einen König der Schwerter, anstatt dass du hier selber der König der Schwerter bist. Ja, hier hat jemand eine berechtigte Kritik an der Sache in einer gewissen Hinsicht. Okay, Verteidigung und Angriff. Verteidigung und Angriff. Wann musst du quasi auch mal abwarten können? Ja, wann kannst du deinen Moment abwarten? Wann kannst du deinen Moment abpassen? Ja, du musst quasi den Startsprung hören, sozusagen in einer gewissen Hinsicht. Du musst auf das richtige Signal hören, auf das richtige Signal vertrauen. Du musst hier abwarten, wann du losreiten kannst in einer gewissen Hinsicht. Okay, Page der Münzen. Hier könnte dir jemand eine Gelegenheit anbieten. Eine Gelegenheit, deine Sorgen zu beenden. Eine Gelegenheit, deine Gedanken noch mehr zu bestätigen. Eine Gelegenheit, etwas loszulassen, um dich in dem zu bestätigen, was du eh schon gedacht hast im Vorhinein. Ja, hier könntest du in eine gewisse selbsterfüllende Prophezeiung hineinlaufen. Hier könnte jemand dir Gelegenheit dazu geben, in deine eigene selbsterfüllende Prophezeiung hineinzulaufen. Jemand könnte dich hier in deinem eigenen Denken bestätigen. Hier so ein gewisser Aufruf dazu. Ja, durchschaue das. Ja, und du möchtest hier quasi an die friedliche Küste deiner eigenen Fantasie kommen. Ja, du möchtest hier in gewisser Hinsicht fast schon etwas Unrealistisches erreichen. Ja, eine friedliche Küste in einer gewissen Hinsicht, die du dir schon ausmalst. Ja. Du siehst hier etwas kommen, du siehst hier eine Situation kommen, in der du dich ausleben kannst, in der du deine Fantasie quasi auch wirklich fließen lassen kannst. Und dann kommst du hier ans Ziel. Ja, du gerätst hier in Resonanz mit jemandem. Ja, du findest hier deine Freunde, deinen Tribe, deine Zusammenkunft, deinen Partner, ja, deinen Seelenpartner hier auch. Man geht hier gemeinsam durch eine Ziellinie hindurch und man scheint hier in sehr, sehr großer Resonanz miteinander zu sein. Okay, eine Grenze. Was ist mit dieser Grenze? Eine Grenze zu jemandem, der hier scheinbar sehr, sehr viel Geld hat.
Ja, eine Grenze zu jemandem, der scheinbar sehr, sehr viele Ressourcen hat, ja, der die Ressourcen aber auch einsetzt. Ja, jemand, der sich hier absolut im Fluss des Geldes, im Fluss des Goldes befindet und in einer gewissen Hinsicht so damit umgeht, dass jeder Spaß daran haben kann auch. Ja, ich sehe hier einen gewissen Vergnügungspark gerade auch. Ja. Jemand, der das Erdelement dazu einsetzt, das Feuer zu schüren sozusagen und jemandem eine Experience zu bieten, eventuell auch. Ja. Okay. Wow, was ich gerade gehört habe dabei, als ich die Karten gesehen habe. Ja, das Rad des Schicksals ist Teufelssache und verwirrt dich. Ja, berufe dich hier auf deine Weisheit. Berufe dich hier auf deinen eigenen Blick auf die Sache und habe Common Sense mit der Sache auch. Ja. Das Rad des Schicksals ist Teufelskram. Es verwirrt dich nur. Ja, okay. Fang damit an, was auch immer du möchtest. Ja, könnte einen gewissen Konflikt auslösen. Aber mit dem Ritter der Münzen kommt man hier stetig ans Ziel. Ja, okay. Eine sehr, sehr interessante Energie hier gerade. Ja, hier ist jemand vielleicht nicht so bereit, ungewissen Ergebnissen zu vertrauen und trägt damit lieber seine eigene Wahrheit quasi langsam aber stetig ans Ziel. Was auch eine sehr, sehr valide Strategie ist, ja. Aber es ist auch gut, einfach mal eine Klarheit über alle Energien zu bekommen, höre ich jetzt gerade auch. Ja, eine Klarheit darüber zu bekommen, welche Ergebnisse überhaupt auch erst ausdrehbar sind, sozusagen. Ja. Sich damit auch auf das Leben vorzubereiten, damit auch in gewisser Hinsicht mit allem umgehen zu können, sozusagen auch. Ja, das Rad des Schicksals kann Teufelszeug sein, ja, wenn du dich zu sehr darin verlierst, ja, wenn du es zu dem Inhalt deines Lebens machst, ja, dann kann es auf jeden Fall Teufelszeug sein, ja, weil dann fängt es an, dich zu binden. Ja, es ist alles eine Frage der gesunden Dosierung, ja. Ähm, ja, mit der Wahrheit kommst du im Grunde immer an das beste Ergebnis. Ja? Wenn du die Klarheit über deine Innenwelt schaffst, auch indem du dich selbst wie die Sonne strahlen lässt und deine Klarheit in einer Situation schaffst, ja? Mit den 5 der Schwertern hier auch, ja? ähm, du kommst an dein Ziel. Ja? Du kommst in gewisser Hinsicht an dein Ziel, immer. Ja? Es ist nur die Frage, wie groß möchte dein Auge sein, wie schlagfertig möchtest du auch sein mit den Energien. Ja. Ja, okay. Mit der Geduld, ja, kommt man hier dann in eine gewisse emotionale Stabilität. Ja. Wenn du Geduld mit der Sache hast, wenn du auch sehr, sehr viele verschiedene Energien kennenlernst sozusagen, wenn du deinen Kelch mit sehr, sehr vielen Erfahrungen auch gemischt hast und erkannt hast, ja, was dir schmeckt, was dir nicht schmeckt, ja, welche Art von Flüssigkeit in diesem Kelch dir einfach am wohlsten tut sozusagen, dann erreichst du hier mit einer 4 im Wasser, ja, eine große emotionale Stabilität. Dann weißt du sehr genau, was du an den Kelchen hast, die du hast und welche Kelche einfach nicht damit kompatibel sind. Ja, also hier entsteht dadurch langsam aber sicher eine immer größere Weisheit für dich. Die Sonne, okay. Wir fragen noch einmal schnell die Runen. Die Jera ist auf meinen Karten gelandet. Man möchte sich aufeinander verlassen hier auf jeden Fall. Ja. Okay, hier hast du eine Erkenntnis über eine höhere Weisheit. Ja, hier hast du eine Erkenntnis der göttlichen Fügung jetzt auch gerade. Ja, das Erkennen darüber, wie sich die Dinge auch einfach zusammenfinden, weil sie sich zusammenfinden müssen, weil ein größerer Plan besteht sozusagen. Ja, die Erkenntnis über die höheren Energien, über das höhere Auge. Ja, das Auge über das Kollektiv hier auch, ja, die größere Seele dahinter quasi, ja, die größere Fügung der Energien, sage ich mal, in die Art und Weise, wie die Energien quasi zusammenkommen. Ja. Du hast eine höhere Erkenntnis über die Fügung der Dinge quasi, ja, und das scheinst du hier
in eine gewisse Stabilität hineinzuführen. Das scheinst du ja, in ein Gesamtpaket zu packen, habe ich jetzt gehört. Ja. Das scheinst du zu erden in einer gewissen Hinsicht. Ja. Du scheinst hier eine größere Perspektive für viele Menschen zu erden. Ja. Hier kommt deshalb vielleicht auch eine sehr große Erkenntnis raus, ja, weil du ja, ein Talent dafür hast, das Ding für viele Menschen erkennbar zu machen, sozusagen. Ja. Dadurch wird eine große Stärke erreicht, dadurch wird etwas Großes für dich erschaffen. Dadurch kannst du hier an dein Fundament kommen, ja, und kannst hier ja, eine innere Stärke für dich etablieren. Du kannst etwas fundieren auch und du kannst dich hier ja, auf jeden Fall auch auf die Menschen verlassen, die sich hier in deinem Feld befinden. Ja, also hier kommt eine Erkenntnis darüber hinaus raus, ja, dass man sich darauf verlassen kann. Man kann sich darauf verlassen und das erkennst du hier und das ist gut. Mhm. Die Aiwas und die Ewas. Ja, also hier die Verbindung, auf jeden Fall. Hier geht es darum, sich miteinander zu verbinden, eine Brücke zu schlagen zueinander. Ja. Das Ding vielleicht auch mal aus der Perspektive des anderen zu sehen. Ja. Wie sieht das Ding aus der Perspektive des anderen aus? Ja. Sich in die Position des anderen versetzen hier auf jeden Fall mal. Ja. Zu sehen, wie es aus den Augen des anderen aussieht, sozusagen. Ja, wenn man hier miteinander an die Sache geht und wenn man sich hier die Hand geben kann und sehen kann, ja, dass der andere es auch nach vorne tragen möchte. Ja, mit Ewas hier auf jeden Fall die Rune des Fortschrittes, ja, die Rune des Miteinanders, der Zusammenarbeit, ja, einer Win-Win-Situation sozusagen. Erfordert hier quasi, dass du Empathie hast oder Sympathie hast und das Ding aus der Perspektive des anderen auch mal betrachten kannst. Ja? Wie sieht die Situation für den anderen aus? Ja? Und ja, dass daraufhin auch einander vertrauen können, ja, weil man weiß, wie der andere das auch betrachtet, ja, und wie der andere das sieht. Ja, hier könnte eventuell eine Kommunikation notwendig sein in einer gewissen Hinsicht. Hier muss man sich gegenseitig mal vielleicht die Perspektive updaten oder sowas. Ja. Könnte sehr gut sein. Hier geht es auf jeden Fall um Verbindung. Fehu. Fehu, aber auch hier so ein bisschen aus dem Kopf rausgekommen. Ja. Fehu, die Fülle. Ja, die Fülle, es möchte an eine Fülle gehen. Ja. Die Dinge könnten vielleicht im Moment nicht so voll aussehen, ja, aber die Fehu ist hier rausgekommen. Ja, die Fehu-Energie möchte auf jeden Fall angesprochen werden. Ja, die Fülle. Die Dinge werden voll für dich, die Dinge erblühen für dich. Ja, hier kommt eine gewisse Freiheit für dich heraus. Die Frage ist, wie gehst du mit dieser Fülle um? Ja? Inwiefern möchtest du das auch an eine Situation bringen, wo man sich auf die Felder verlassen kann, die du hast, sozusagen. Ja? Also hier eine Frage, die sich hier stellt, irgendwie, mit dieser Fülle. Ja? Wie gehst du mit dieser Fülle um? Mhm. Okay. Ja, deine Wunscherfüllung führt dich hier an eine Erkenntnis. Ja, und ich habe direkt gehört, in welcher Art und Weise gehst du mit deiner Wunscherfüllung um, beziehungsweise in welcher Art und Weise erfüllst du dir Wünsche? Ja, in welcher Art und Weise erfüllst du dir Wünsche? Und das wird dich hier an eine Erkenntnis führen. Ja, in welcher Art und Weise ja, belohnst du dich selbst, beglückst du dich selbst, in welcher Art und Weise erfüllst du dir deine eigenen Wünsche sozusagen und das wird dich hier an eine Erkenntnis führen. Das wird dich die Dinge in einem ganz neuen Licht betrachten lassen. Okay, einmal werfe ich, ne?
Ja, das wird dich hier an eine große Erkenntnis führen. Da wird dir hier quasi ein Licht aufgehen. Ja, wenn du über diese Sache nachdenkst, wird dir hier das Licht darüber aufgehen, worum auch immer ich habe das Gefühl, dass du dir um irgendeine Sache Sorgen machst im Moment, ja. Und hier ist sehr viel Erkenntnisenergie herausgekommen, ja. Über irgendeine Sache möchtest du dir im Klaren werden und möchtest dir erklären können, was es damit auf sich hat, ja. Und ja, diese Frage, die du dir hier stellen solltest, scheint ein Schlüssel dazu zu sein, um zu erkennen, worum es im Grunde geht. Ja, dann kommt die Sonnenenergie raus, ja, dann kommt das heraus quasi, was ans Licht kommen möchte. Ja, hier möchte etwas ans Licht getragen werden, ja, die Brücke in die Sonne hinein sozusagen. Ja, du schlägst hier die Brücken in der richtigen Art und Weise. Ja, eine Erkenntnis scheint dich hier auf die andere zu führen, sozusagen. Und dann scheint dir hier ein Licht aufzugehen gegen Ende, weil du der Kausalkette folgst. Ja, der Kausalkette. Okay. Dann hoffe ich mal, dass du hier in irgendeiner Art und Weise Resonanz gefunden hast, dass ich vielleicht etwas Hilfreiches für dich angesprochen habe. Falls du mich unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Mitgliedschaft freuen. Absolut. Ja, das würde mir sehr weiterhelfen. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, man sieht sich. Bye bye.